times during our animation. Let's turn this into
Willkommen zum 18. Livestream in Folge. Wir haben jetzt 21 Follower. Alle anderen Informationen korrekt. Ja. Ja. Beginnen wir mal wie immer mit den Warm-Up-Questions. Hab schon eben im Chat gesehen, dass der Anhalter da ist, aber im Lurk. Ja. Das ist schön. So. Wie geht es mir? Ja. Mir geht's eigentlich gut. Ist gut. Hatte eben noch mal ein Powernap gemacht, eine halbe Stunde. Und ja. Bisschen viel um die Ohren. Also, ja, was heißt viel um die Ohren, aber so ein bisschen Chaos, chaotisch. Würde ich es beschreiben? Ja. So, heute war ich ja, ich bin auch ganz schwer aufgestanden noch, aber es hat geklappt. Heute war ich um 9 so wach, hatte dann Arbeit bis 14 Uhr. War ich mal wieder beim Sport, das war wichtig. War nämlich die letzten 4 Tage nicht mehr. Und dann nach dem Sport die Armroutine und dann der Stream. Genau. Ja. Highlight war auf jeden Fall das Gym. Ich liebe es einfach, Sport zu machen. Also es tut einem richtig gut so. Bleib auch fit. Natürlich tut hier und da mal so ein paar Gelenke, aber ansonsten ich glaube, ein Lebewesen muss sich bewegen im Leben. Sonst ja, ist nicht so gut, ne? Für Gesundheit und generell so die Ausstrahlung, die Energie. So, ja. Learning des Tages. Da fällt mir sofort was ein. Eher so jetzt aus dem Alltag bezogen. Gute Dinge brauchen Zeit. So. Miro wird geupdatet. Vielleicht bekomme ich jetzt hier einen Hackerangriff. Was passiert? Was passiert? Ich
reloade mal. Betreten, beitreten. Wurde ich gehackt? Was ist hier los? Na gut, mache ich erstmal so weiter. Ich brauche die Hand. Wo ist die Hand? Ah, hier ist die Hand. Okay. Ja, gute Dinge brauchen Zeit. Hab gemerkt, so klar, wenn so Sachen sich zu schnell entwickelt und man nicht genug Zeit hat, um zu entscheiden oder so, dann überstürzt man so manche Sachen. Aber andererseits sollte man die so schnell wie möglich entscheiden können. Und ja. Ist schwierig. Ist einfach schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier los ist. Irgendwie so eine Präsentation noch. Kann ich aber irgendwie nicht beitreten. Und ja. Ja, das war's eigentlich. Wofür bin ich dankbar? Heute hatte ich wieder ein super Gespräch mit meiner Freundin. Gespräch mit Freundinnen. Und ja. Das ist immer wichtig. Kommunikation, ne? 1A. Priorität in allen Lebenslagen. So. Heute Ideen, Inspiration. Auch wieder Motion XP. Das sind, glaube ich, 2 kleine Tutorials. Smear und Explosion. Da wollte ich mal gucken. Wie ich das mache. Ja. Ja, ich habe schon eine Idee. Ich habe gerade so ein bisschen gebrainstormt. Ziel des heutigen Stream wie immer. Ein Reel. Oh Junge, ist schon mehr als die Hälfte vergangen und ich kann immer noch keinen Twitch-Kanal designen. Ja. Mal schauen, wann ich es schaffe. Aber sollte ich eigentlich innerhalb der 30 Tage mal machen. Muss ich mir fest vornehmen, die Zeit mir zu nehmen. Fest vornehmen, Zeit zu nehmen. Okay. Ja, das war's schon. Danke fürs Zuhören. Und dann können wir direkt in die Arbeit starten. So. Illustrator schon auf. Und ja, eigentlich hatte ich so irgendwie einen Plan. Okay, wir haben hier irgendwie so ein Fenster. Also, ja. Dann haben wir hier irgendwie so ein... So.
So. Würde ich hier so ein Grid machen. Aber den Grid auch irgendwie verzerren. Naja, geht doch. Aber so kann man den nicht verzerren. Wenn ich irgendwie so nehme. Top, wenn ich alles so. So. Jetzt brauche ich aber noch so ein bisschen. Wieso? Aber die anderen Linien, die müssen ja dann auch so ein bisschen verzerrt werden, oder? Okay. So. So. Die Frage, mache ich das manuell einfach? Ja, ne? Manuell, manuell, manuell. Sieht das eigentlich gut aus oder sieht das irgendwie ungewöhnlich aus? Okay. Halt schwierig so auf. Mann, das ist schwierig. Ich glaube, die Idee ist zu komplex. Erstmal ein Character hier wieder. So, eigentlich hier, ne? Wollte ich das mal machen irgendwie? Smears und Explosion. I don't even need a hook for this. Imagine. Fucking YouTube.
So, wo ist der Smiley hier? Smiley ist so. Vielleicht so eine 3 oder 2 Halbkreise. Geil, Alter. So. Dann brauche ich noch einen Button. Brauche ich noch eine Hand. Also eine Hand ist dann eigentlich so. So. Kann ich die nicht alle so markieren? Nee. So, dann ein bisschen kleiner. Ist das okay so? Ja, ne? So. So. Dann soll hinten halt die Explosion einfach passieren. Oh, hier schreiben. Do not touch or press. Do not press button.
Don't press the button. Don't press. Kann das natürlich auch so ein bisschen 3D-mäßig machen. So. Ja, runter, ne? Das bleibt eigentlich gleich. Das muss doch hier einfach runter, oder? Nee. So. Ein bisschen kleiner. Den Button. Muss ich das so ein bisschen rotieren. Warte mal. Nicht mehr Sinn, wenn ich sowas habe. Dann habe ich hier so einen Kreis drin. Kleineren Kreis. Jetzt komplett in der Mitte. Ich die jetzt gruppiere. Und dann verzerre. Geht nicht. Doch. Nee. Da geht's aber nicht. Ne? Wenn ich die hier zusammen tue. A. Okay, geht nicht. Ne, dann muss ich mit Augenmaß machen. So.
Oh, sieht doch okay aus. Was ist jetzt hier mit dieser komischen Hand, Alter? Hm. Die Punkte mal nehmen. Quasi so ziehen. Zack. Okay, ups. Die Punkte mal nehmen. So nehmen. Schauen wir mal auf die Kontur. Bisschen abgerundet ist. Schauen wir nochmal hier. Wie kann ich jetzt den Text verschieben? Ja. Doppelklicken wie. Okay. Reicht das so? Sieht nicht so real aus, ne? Und von der Schriftart ist halt auch voll weird. Black. In Pfade umwandeln. Frei verzerren. Den mal schön rot. Das hier schön grau irgendwie. Wo ist grau? Grau ist doch hier, ne? Oder?
Hoppala. Mhm. Die Hand. So, die... Was, ein Drittel, ne? Eigentlich ist es aber mehr so irgendwie. War komplett wack aus, ey. Lassen wir das erstmal hinten alles. Mal gruppieren. Das einmal gruppieren. Das einmal gruppieren. So. So. Das war's, glaube ich, auch schon. Für meine Assets. Auch jetzt nur die Explosion. Weil ich kein Konzept gefunden habe, wie ich dieses mir noch reinbringen soll. Oder?
Blau. Wow. Hintergrund. So. Ich will noch irgendwie so einen Boden da. Brauche ich eigentlich auch noch einen Rahmen. Der Button, der schwebt auch einfach hier. Das mal alles kleiner. Hoppala. Dann hier so eine Wall oder was? Ein bisschen dunkler. Es regnet so viel gerade draußen. Unglaublich. Wie kann ich denn das so
ist verhältnismäßig einfach so viel, ne? So groß. Auch so groß. Zack. Klick. Klick. Die kann man aber dann nicht mehr lesen, na gut. Hoppala. Vielleicht kann mir eine Color Palette helfen. Brauche ich denn eigentlich so ein knallrotes? Was dunkles? Was gelbes? So. Okay. Sieht schon ein bisschen stimmiger aus. Dann brauchen wir noch so ein Blau und so ein Grau, ne? Hellblau und Grau. Hellblau. Brauchen wir noch so ein Grau. Buff, Flex, Black Green, Sun Glowing. Jungle Green, Yellow Green, ja, der Office Green. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber das passt auch so. Mach hier den Text, glaube ich, raus. Das hier dann ein bisschen hoch.
So ein 3D-Grid. Mal hier kurz gucken, so ein Tutorial. Perspective Grid. Was ist denn das? Wo ist mein Perspektiven? Werkzeug. Hier. Jetzt? Ich einen normalen Grid habe. Oh. Oh, crazy. Ist die Frage, wie ich diesen Perspektiven-Grid ändern kann. Ich kann den so von links nach rechts. Bisschen höher. Und runter machen. Also ein bisschen verschieben. Eigentlich brauche ich ja irgendwie diese blaue Kante hier. Ja, das muss auch irgendwie nicht so. Nicht so sein, ne? Frage, wie hoch ich das machen kann. Ah, schon ein bisschen höher. Geht schon ein bisschen höher. Okay. Ja, ein bisschen stretchen, ne? Eigentlich nur so bis hier. So.
Keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Geht nicht weiter. So. Das ist doch schön. Das ist sehr schön. Kann ich diese Seite auswählen und hier ein Grid machen. Lol. Halt die Frage, ob ich den Boden etwas höher machen könnte. Das hier, Alter. So ein Scaling. Wie fein das, glaube ich, sein soll. Das ist der tatsächliche Boden. Weil der musste ja eigentlich schon ein bisschen eher anfangen. Das Blaue geht ja noch bis hier runter. Was bringt mir jetzt diese Zeichnung? Eigentlich gar nichts. Nicht einfach die beiden hier runter? Ja, eigentlich schon, ne? Ein bisschen mehr vielleicht.
jetzt noch so viel. So. Sieht das so krass aus. Wenn ich den Abstand weniger mache, verzerrt das umso mehr irgendwie. Warum ist das so klein? What's going on here? Macht gar keinen Sinn. Oh. Das ist ja eine falsche Darstellung. Wie kann ich es machen, dass hier so eine Wand ist? Eigentlich müsste ja so sein. Ich gehe dann so und press da einmal. Boah, Perspektive ist echt schlimm bei mir. Muss noch eine Ameise. Eine Kakerlake. Kakerlake Cartoon.
Kakerlake. Cartoon. Okay, dann mache ich nochmal schnell eine Kakerlake. Die hier sieht gut aus. Doch eine Ameise sein. Sechs Füße. So, Hyperfokus hier, irgendwie was machen. Okay. Braun. Gab's nicht hier bei der Color Palette was Braunes?
Rosewood. Das passt doch hier. So. Geil. Jetzt alles importieren. Kann ich glaube ich ausmachen. Hoffe ich mal. Eine Ebene alles. Ja. Kann ich doch nicht ausmachen. Dieses Fenster würde ich schon als... Was ist das hier? Irgendwie ein Pfad, den ich nicht sehe.
Das hier, wo ist das? Mein Auge. So, dann. Okay. Dann importieren wir das nochmal. Gut, dann haben wir jetzt die ganzen Ebenen. Genau. So. Brauchen nochmal eine neue Maus, Alter. Moment. Okay, ich muss mir jetzt angewöhnen mit H das Panel zu verschieben, weil meine mittlere Maustaste funktioniert nicht so richtig. Okay, jetzt so ein Shape kreiert. Okay, das ist Background. Das hier. Button. Smiley. And window. Cockroach. So. Scale auch schon mal klein machen. Das dahinter machen. Können wir auch mal verstecken. Das können wir locken. Jetzt müssen wir nochmal adjusten hier. Wenn wir das locken. Jetzt würde ich einfach mal sagen. Wir machen Content. Da passiert auf jeden Fall viel. Das hier brauchen wir. Hier. Die 4 Gruppen. So. Kann schon mal schauen. Die jetzt so einfach auswählen kann. Okay. Es klappt aber ein bisschen mühselig, aber es klappt. Kurz weg.
weiter. So, dann kommt der erstmal so langsam rein. Noch eine halbe Sekunde. Schon so mit Influence. Dann schaut der von ab hier. Schaut der mal nach links. Nach rechts. Kann man einfach so. So machen. Klick. Frage ist, warum das nicht jetzt. Okay. Okay. Eher langsamer. Bisschen halten, die Position. Bisschen halten. Mit voller Karacho nach rechts jumpen. Also hier. Dann hier. Wie sieht das jetzt aus? Okay, jetzt müssen wir so einen Echo-Effekt mal raufpacken.
Und schauen, wie das so funktioniert. Okay, irgendwie ist 0 Maximum. Number of Echoes 1. Ne? Ich glaube, man musste die... Smear. Another way I could do it is by using path animation on the circle and the face. Create. But I did mention a really easy way to create smear frames, and that's using the echo effect. But let's talk about that, because I have some issues. So here's what happens if I just drop in an echo, change the echo operator to maximum, add 2 zeros to the echo time, and change the number of echoes to 100. And as you can see, it adds a smear across the whole animation, and it's just too much. It contradicts the whole purpose of a smear frame, which as we now know is to help sell a fast action and of course look good while doing it, and this just looks bad. Let's put it this way, imagine you are animating this frame by frame. Do you think you would add a smear frame to the anticipation and settle? Hell no. Instead, we should animate the echo so that it only appears where we want it. Like this. 0, 30, 120. And in most cases, your smear should not be longer than 2 frames. And look how much better that looks. The top character is getting all muddy with all the extra frames. And look how much better that looks. And in most cases, your smear should not be longer than 2 frames. And look how much better that looks. The top character is getting all muddy, not be longer than 2 frames. And look how much better that looks. The top character is getting all muddy with all the extra information, but the bottom one is clean, and the smear makes the animation more dynamic and interesting. Now if you're thinking to yourself right now, I don't want to add any extra keyframes to my echo effect, well, I got you covered. BattleAxe has created a free tool called Smear Dynamic in 2 frames. It appears where we imagine you are animating this frame by frame. Okay, also eigentlich dann relativ simpel. Wir haben die Numbers of Echo. Da können wir uns auch mal anzeigen lassen. Ups. Genau hier. 1 ist dann quasi 0. Wir können auch mal den Graph öffnen für die Position. Dann sehen wir hier ist so, das ist so die höchste. Können wir hier quasi mit 0 beginnen. Hier mit 30. Nächsten dann mit 120. Dann den nächsten wieder mit 0. Sieht ja gar nichts gerade. We now know is to help sell a fast action and of course look good while doing. Okay. Okay. Aber das Problem ist, das Gesicht wird übermalt. Positioning gucken. Hier richtig, dann 1, 2. Okay.
Dann würde ich vielleicht noch eine 0 hinzufügen. Aber trotzdem gehen die Augen weg. Kann ich dagegen tun? Der hatte ja irgendwie Circle und Face. Doing it, and this just looks bad. Let's put it this way. Imagine you were animating this frame by frame. Do you think you would add a smear frame to the anticipation? Der ist auch ganz unten eigentlich. And settle like this. And in most cases, your smear should not be longer than 2 frames. And look how much better that looks. The top character is getting all muddy with all the extra information, but the... Das liegt halt daran, dass ich das hier... Ja. Kann man hier Convert Bezier Part oder so machen? Hier schon Bezier Part, ne? Das sieht man kaum, oder? Motion sieht man das, aber... Ja, ist nicht so schlimm. So, jetzt kommt die Hand. Natürlich auch schön animiert. Dann Smiley am besten. Zack. Jetzt muss der Button auch irgendwie scaled werden. Der so transformiert wird. Ah, shit, Alter. Der ganze Button hängt ja irgendwie hier dran. Gut. Da muss ich Part machen. Aber ich kann das ja jetzt mit dem Part. No problemo. Das ist der Pfad.
ein anderer Pfad. Ah, ist ein anderer Pfad. Da drüber. Den hier. Bisschen später. Weil der Finger berührt nicht sofort die Taste. Okay. Oh. Ich gehe mal ins Bett. Dir noch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ja, danke Anhalter, dass du da warst. Hab glaube ich die Nachricht jetzt nicht gesehen. Aber ich hoffe, du kommst gut ins Bett, ne? Eigentlich will ich quasi das Window dann so scalen. Positioning. Center. Sieht das aus? Verliert die an Opacity. Cockroach. Das muss quasi dann noch existieren hier. Die anderen.
Junge, das ist so funny, was ich hier mache. Cockroach muss man auch irgendwie scalen. Von 0. Keine Ahnung, 50 oder so. Oder 100. Machen wir mal kurz hier den Check. Das hier ist die Position. Machen wir auch hier hin. Das ist jetzt Cockroach Scale. Problem ist halt, dass dieser Keyframe quasi so machen. Mal schauen, wie das aussieht. Okay, irgendwas ist da Schrott gegangen. Cockroach Scale. Ja, warte mal, ich muss mal schauen, welchen Wert das jetzt hat. Hat den Wert 0 und hier hat es den Wert 100. Die Opacity mache ich gleich. Das macht keinen Sinn, dass das so versetzt kommt. Glaube ich zumindest. Ah, so passt schon, glaube ich. Das ist das Problem, ne? Vielleicht dann doch was anderes. Doch eher danach so. So. Ich kann man das dann hier schon ausblenden. So, dann
Wollte ich jetzt die Explosion machen. This video because we're talking about animated explosions in After Effects, which are, by their very nature, freaking awesome. And we're gonna learn how to make the most stylish explosion. But on top of that, I'm gonna show you a secret technique that'll make your explosions hit even harder than One Punch Man. So to start, we've got this pre-comp circle burst. And if we go inside the composition, you'll see that it's been cropped a bit larger than the circle itself. And this first step in our animation is something I picked up from Ben Marriott, but we're gonna do things a little different and play around with a few ways to make our explosion as epic as possible. The first thing we're gonna do is hit Y to change to our anchor point tool. And then we're going to snap our anchor point to the bottom by clicking and holding Control or Command on Mac. Then we're going to drop in scale keyframes 1 second apart, come to our first keyframe and change it to 0. We're going to easy ease our keyframes with F9, go into our graph editor, and making sure we're using our value graph, we're going to adjust our graph like this, making it really extreme because we want our... Okay. Let me do this. Wäre die Farbe noch irgendwie gut hier? Okay. Dann Stroke. Change it to 0. We're going to easy ease our keyframes with F9, go into our graph editor, and making sure we're... Jetzt hier den Value Graphen, ne? Extreme. Geht's denn überhaupt noch extremer? Ich glaube nicht, oder? We're using our value graph, we're going to adjust our graph like this, making it really extreme because we want our circle to scale up very fast initially and then slowly scale into our final frame. Now we're going to duplicate our circle and change the color to black. This is going to act like a kind of matte for our circle, so the first thing we're going to do is select our new scale keyframes, go back into our graph editor, make sure we're 1 frame ahead and move the left handle down to reveal our bottom circle. Now this Smart, I see what you did there. Muss aber hier die Comp auch irgendwie schwarz im Hintergrund sein, ne?
Okay, okay. Das sieht schon zick aus, du. Irgendwie ist ja... Ist ja so ein Rahmen, Alter. Irgendwas falsch gemacht. Ja, warum ist das so? Bestimmt Anzeigefehler. Animation is totally fine, but if we open up our internal transform properties, unlink the internal scale, change the X scale to 160 and move the layer down ever so slightly, we get something which looks way more awesome and organic. Now we just need to change the Y scale to 105 to cover the top. Now we're gonna move up. Okay. Was hat der gemacht? Ellipse? And organic. Now Transform Ellipse, Transform Ellipse, Scale. we just need to change the Y scale to 105. 160, 105. Jetzt. Boom. 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 To cover the top. Now we're going to move our first keyframe 1 frame forward and our second keyframe about 2 frames forward, and we're good to go. So let's go back into the previous Okay. 1. Achso. In 24, da muss ich ein bisschen mehr gehen, ne? 2,5 mehr. Also, wenn er eingeht, dann muss ich 2,5 eigentlich. Ja gut, dann gehe ich 3. Und hier, wenn der 2 geht, muss ich 2 mal 2,5 und 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja. composition, and it looks a bit weird because of the black circle, but we don't need to worry about that for now. We can simply turn off our BG layer to hide this. For starters, let's move our anchor point to the bottom of our layer, snapping it into place like we did before. Now to add some more style to this. Okay, Moment. Bomber. Sieht voll komisch aus. Worry about that. For now, we can simply turn off our BG layer to hide this. For starters, let's move our anchor point to the bottom of our layer. Oder? Kann auch hier nur das auswählen. Und Background. Okay. Okay. Snapping it into place. Like we did before. Now to add some more style to this, we're going to add a warp effect and change it to arch, which just makes the whole shape a bit more angular. We can now animate the bend by dropping a keyframe at the start, change it to 0, and then go to the end of our animation at 1 second and change it to 50. Let's also open up our scale properties by hitting S, unlink. Der ballert auch durch, Alter. Warp. Bend, Arch. 0. 50. So scale. And change the X scale to 80. We now have something that is much less circular and a bit more interesting. All we
Need to do now is duplicate this layer a bunch more times and start adjusting some of their individual properties like rotation and scale until we get more of an explosion-like shape and we have some nice variation between each one. We also might want to change the position of some of the shapes as well as the overall location of our layers. And now we have a cool little explosion happening already. Now you may think that we're done at this point, but to stop now would be to... Okay. So, 9, 2, 3, 4. Irgendwie Scale noch. To waste the matching of some of the shapes as well as the overall location of our layers. And now we have a cool little Okay. explosion happening already. Now you may think that we're done at this point, but to stop now would be to waste the magic of this setup, which is the fun we can have inside of these pre-comps. So let's jump back into the pre-comp, and for starters I want the shape to start breaking up as it moves, so let's make a triangle shape like this that starts at the base of the circle and make sure that its color is set to black. Let's snap our anchor point to the bottom by holding Ctrl or Command on Mac. Let's name it cutout, and then coming about 4 frames in, we can animate the X scale from 0 to 100 at the point that the circle disappears, and you should start to see what we're going for here. Now we're going to rotate it a bit, duplicate it, and rotate that as well until we have something interesting like this. Next, let's drop in a ruler to mark the base of our animation by hitting Ctrl or Command R and dragging a line from our top ruler. Now, using our pen tool, let's create a line from the base to the top of the puff like this. We're going to remove the fill, change the stroke color to this pink, and make the stroke width 40. We can also change the anchor point to the bottom, name it trail, and twirling down to stroke and taper stroke, let's increase the start length to 100%. Now we need to add a trim pass, and moving to the point where we want the trail to disappear, let's drop in an end keyframe. Move to the start and change it to 0. Now let's easy ease, and in our graph editor, let's change our easing to something similar to our circle. Now we want to drop in a start keyframe, move ahead and change it to 100, then move the first start keyframe in about 2 frames and give it an easy ease. And this is what we get. Let's also duplicate this, rotate it, and make adjustments so that it's different from our original. Once we're happy, we can also trim the layers so that they disappear at the end, and we can do this with the keyboard shortcut Alt and right bracket. These are all of course optional extras, and you can design them based on your own preferences, but I want to show you some of the possibilities. So with that in mind, let's do one last thing. Let's drop in an oval at this point in the animation, make sure that it's just a pink fill, rotate it, call it little puff. Let's also drop in position and scale keyframes, move to about 10 frames in, change the position and make the scale 0. Let's quickly easy ease the first scale
keyframe and trim the layer with Alt and left bracket, and this is what we get. Now back in our main comp, we need to start thinking about the final look of this animation, because it's a bit too consistent and jagged, but for starters, let's create some variation in each segment. So let's right click on a comp and click on Reveal Layer Source in Project. Now we can just duplicate this twice, and I'm going to speed through this next part, but the idea is to go into each one of these comps and adjust the cutouts, trails, and little puffs to create 3 different variations. So this could be adding or deleting our extra objects as needed. We also want to make sure we adjust the timing of the circle animations and make any other necessary adjustments. Once our variations are complete, we simply need to select the new circle burst pre-comp in our projects panel, click on the comps we want to replace, and then hit Ctrl-Alt// to replace them and repeat as necessary. Now we have some nice variation and we can get to our final styling. So let's pre-comp our circle burst comps, name it explosion pre, and turn our BG layer back on. The first thing we need to do is remove the black from our explosion comp. So let's add the effect extract and drag in the paths on the left to remove the black. Now we can add the classic fast box blur, set it to 5. Okay, ich mache das natürlich nicht. Diese Feinheiten, weil Bomber. Ja, weil ich zu faul bin gerade. Remove the black from our explosion comp, so let's add the effect extract and drag in the paths on the left to remove the black. Kann ich das nicht ziehen? Ja, doch. Dann Box Blur. Now we can add the classic fast box blur, set it to 5, add a levels, change it to alpha. Box Blur, change it to 5, add a levels. And crank in the handles like this. Now a quick roughen edges where we Alpha. change it to alpha and crank in the handles like this. Now a quick Also die oberen. quick roughen edges where we remove the fractal influence and set the border to 5, cleans up the roughen action. the edges, and just look at that sexy explosion. That has an almost hand-drawn feel to it. And if this tutorial has been helpful so far, explode that like button to let me know.
And I bet you thought this explosion couldn't get any better than this, but I'm telling you right now, it totally can, because we're gonna add a few quick things that'll separate the Gokus from the Vegetas. And this brings us to the sponsor of this video, AE Juice and their I Want It All bundle. This bundle contains an absolutely massive amount of assets. And talking about animated explosions, this pack contains a wide range of awesome explosions that you can drop into your composition with a single click. So while we've been out here training at 100 times gravity, AE Juice is the fusion we need to 100x our power level. But in this case, we're going to use their pack to augment our current animation and make it even more epic and dynamic. So let's create an anticipation for this explosion, as if it were drawing power before it hits. So let's go to our AE Juice pack manager in the liquid elements tab, and we're going to come down to explosion 64. Let's double click on it, and if this is the first time using it, it will quickly download and then appear in our composition. Let's solo this layer so that you can see the animation. Now what we're going to do is right click and go time reverse layer and drag the layer back until we see the animation start. We're also going to add a fill effect to match our colors. And just an FYI, if you don't have the pack, AE Juice offers a free starter pack, and you could create a similar anticipation using 2 duplicates of Explosion 2 and repeating the same steps. However, we're going to move forward with the one we had, as I think it looks just a bit more dope. Now we're going to move our explosion layer to 3 frames after, and now to transition, we need to add a circle shape layer like this. Let's call it transition, drag it under our comp, trim it on each side, and add a scale keyframe at the end. Now let's move back a frame and scale it down, and then let's scale it down a bit more on the first keyframe. And we may want to keyframe the path at this point to cover this gap, like this. And since we have this pack, we can also go into our explosion pre-comp. Oh no! Go to Fire Flames. I have a bot in my chat. Block melden. Ban Elk Gomeri 6. Weg mit dir. Drop in Fire Flames 103, trim it to this point, change its color with the fill effect, drag it to the center of the composition and rotate it into place. This just adds a bit more visual interest. Once again, if you don't have this pack, you could simply animate a couple shapes here instead, or use something from the free starter pack. Now to make our explosion feel even more frame by frame, we can add an adjustment layer, add a posterized time effect, change it to 12 and trim it to this point so it is only affecting our second explosion, and have a look at that. But remember that secret technique I mentioned? We can make our explosion even better using impact frames. But what are they? Impact frames are a type of frame you sometimes see in hand-drawn animation and most often in anime. And here are some examples. And what you'll see is that they're generally black and white and only last about 1 or 2 frames. And you may have already seen these before without even realizing it, because they happen so fast that often you feel their impact instead of actually processing them visually. And the impact they create is massive. So let's use them to make our explosions hit harder than Goku after reaching Super Saiyan God. For starters, let's drop in a solid, call it impact frame, add a fractal noise, set the contrast to 4000, twirl down transform, uncheck uniform scaling, and scale the width to 60 and the height to 5000. Now let's... Okay, das finde ich gut. Der Impact Frame. So. Fractional Noise. Transform, Uniform Scaling 60 und 5000. Now let's add the polar coordinates effect, change rect Polar Coordinates. to polar and set the interpolation to 100. React to Polar 100. Oh shit.
100%. Now we can scale up our solid to cover the frame, drag it below our layers, drop in a keyframe for brightness, move a frame ahead and below which frame? Bomber frame. increase the brightness to about 300, and now we just need to trim it to 2 frames in length. Now we can add an extract effect again to remove the black, and then the same blur and levels trick from before, so that... Bro, das ist mir... Der macht echt... Deep Tutorials, deep, ganz deep. And increase the brightness. Drag it below our layers, drop in a keyframe for brightness, move a frame ahead and increase the brightness to about 300, and now we just need to trim it to 2 frames in length. Now we can add an extra... Also der hat das erstmal so ein bisschen gescaled. Dann hat der Brightness von 300. Drag it below our layers, drop in a keyframe for brightness, move a frame ahead and increase the brightness to about 300. And den Keyframe gemacht und dann macht der ein Frame weiter. Wir sind 2,5. Macht er auf 300. Impact frame. Now we just need to trim it to 2 frames in length. Now we can add an extract effect. 2 frame in length. 2. Our layers, drop in a keyframe for brightness, move a frame ahead and increase the brightness to about 300, and now we just need to trim it to 2 frames in length. Now we can add an extract effect again to remove the black, and then the same blur and levels trick from before, so that our styles start to match. Now we just need to add a new black solid to place underneath our impact frame that is trimmed to the same length. Lastly, let's add a fill effect to our explosion pre, add a keyframe to the start and change it to a hold keyframe by hitting Ctrl, Alt and clicking on it. Now at the start of the impact frame, change this to black and then copy and paste the initial color frame to the point which our impact frame disappears. Now let's just copy and paste this to our transition layer. Depending on our explosion, we may need to make some minor timing adjustments so that our impact frames hit at the right point. The final steps I took were pre-comping the impact frame layers and adding a bit of color and chromatic aberration. I also added some AE juice electricity to our anticipation. And here is our glorious explosion, and can you feel that impact? I hope this tutorial has helped. Damn, Alter.
glaube ich, den Impact hier machen. Wobei das hier noch ein bisschen höher muss. Dann Chromatic aberration. I also added some AE juice da. frame layers and adding a bit of color and chromatic aberration. I also make some minor timing adjustments. To explosion pre, add a key. Keyframe to the start and change it to a hold keyframe by hitting Ctrl, Alt and clicking on it. Now at the start of the impact frame, change this to black and then copy and paste the initial color frame to the point which our impact frame disappears. Now let's just copy and paste this to our transition. So machen, theoretisch. Dann würde ich hier noch Circle machen. Dann würde ich typisch das einfügen. Den einen Frame nur. Das hat irgendwie hier 5, 3.
Das ganz runter oder so. Mhm. Braucht den Mund. Oh, das ist der Mund. Toll.
ach ja, das dauert ein bisschen hier. Ich brauche den Pen-Tool. Kann halt das nicht irgendwie auswählen. Keine Größe. Kann ich irgendwie distorten? Path Shape Expression. So kann ich es machen. Oh mein Gott. Hm. So. Das ist mein Reel für heute. Es ist einfach ein komplette Shitshow hier. So, das Problem ist, die Kakerlake ist zu klein. Nice. Das hier über 5 Shape. Weiß es auch nicht, Alter. Da ist nix. So, das. Diagonal. Linken das alles zu dem. Scale ich das mal ordentlich. Zack.
Nicht so ordentlich. Uh. Da steht do not press. Do not dress. What the fuck, Alter? P. Also dieses Reel kann man echt in die Tonne kloppen, Alter. Well, black. Aber gut. Das hier einmal. Dann ist gut. Kann man 3D anmachen und dann ein bisschen so Position oder Rotation. Ach ja. Rotation noch so ein bisschen. Scaling noch. Bisschen Rotation noch. Scaling noch. Oh. Oh no, oh mein Gott.
Das ist das Ergebnis für heute. Dieses P, Junge. Habe ich einfach kein P da mehr gehabt? Oder warum ist das verschwunden? Oder habe ich... habe ich irgendwie das ausgeschaltet? Okay, das ist noch da. Ah, ich habe es glaube ich nur ausgeblendet. Junge, heute war... Heute war zu viel des Guten. Wo ist das? Ich denke auch so, ja. Ich denke auch einfach, ja, komm, scheiß drauf, animier das einfach. Junge, bin ich behindert, Alter. Auch so random, wieso sollte ich einen Buchstaben nicht irgendwie gerendert haben, Mann? So, nochmal auf neue exportieren. Oh. Ja, ich muss so eine komische Caption schreiben, weil ich hier gar nicht weiß, was ich mache. So, das ist das Ergebnis. Ich schreibe jetzt noch eine Caption und lade das hoch. Der Stream ging wieder 3 Stunden, fast. Danke an alle, die da waren oder noch da sind. Und ich wünsche eine gute Nacht und bis morgen. Tschüssi.